Heute stellen wir euch das erste Fahrzeug des Modelljahres 2021 vor. Und zwar ist das erste neue Modell, der Pössl Twin S Plus. Ein ganz neuer Grundriss mit flacher Küche, einen toll angeordneten Kühlschrank und das Ganze zu einem wahnsinnig günstigen Einführungspreis von 39.990 oder 99 Euro. Und das schauen wir uns jetzt im Detail in diesem Video ganz genau an. Viel Spaß dabei! Die Pössl Plus Modelle sind ja seit Jahren schon bekannt dafür, dass sie ein unfassbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Und genauso ist es auch beim Twin S Plus. Wir haben hier ein Fahrzeug, was serienmäßig mit 140 PS, mit Klimaanlage, mit Leichtmetallfelgen, mit Lederlenkrad, Tempomat, Radiovorbereitung, all den Dingen, die ihr braucht, kommt und im Grundpreis nur 39.900 Euro kostet. Als Ergänzung dieser ganzen Plus-Baureihe ist der Twin S Plus ein komplett neuer Grundriss, der so ein bisschen die Stärken beider Modellreihen, der Summits und der D-Line-Fahrzeuge zusammenbringt. Und zwar haben wir hier, guck mal wie breit der Eingang ist, einen richtig schön breiten Eingang und haben die flache Küche aus dem Summit mit der klassischen Nasszelle aus dem Twin Plus gekreuzt. Und somit ein Fahrzeug, was ein super schönes Raumgefühl bietet. Und ich nehme das jetzt genau wie ihr zum ersten Mal mit wahr, weil wir die Autos gerade heute auf der Händlertagung das erste Mal anschauen dürfen. Und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Wir gucken. Die ersten Videos, die wir jetzt im Rahmen der Händlertagung machen, werden alle so ein Kurzeindruck sein, weil wir zum einen nicht unendlich viel Zeit haben und auch einfach noch nicht alle Maße bekannt geben dürfen, weil die Autos ja offiziell noch teilweise noch gar nicht vorgestellt sind. Das heißt, wir nehmen euch mal mit, gucken, wie die Autos angeordnet sind. Und wenn dann die serienmäßigen Varianten kommen, dann werden wir bei uns in Stove nochmal Stück für Stück die Autos mit allen Details, mit Maßen messen. Das heißt, wer sich im Detail für ein Fahrzeug interessiert, einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann kriegt ihr eine Notification, wenn es soweit ist und wir das Video ganz gemacht haben. Das wird aber wahrscheinlich erst im späten Sommer sein. Das erste, was auffällt, ist, dass das Raumgefühl im Twin S Plus muss es heißen, einfach großzügig ist. Und zwar hat man, müssen wir einmal kurz feststellen, wo sind die Unterschiede zu den anderen Twin-Modellen. Wir haben hier einfach den freien Blick zum Bett und dadurch wirkt das Fahrzeug einfach wahnsinnig großzügig und geräumig. Ihr habt eine tolle Küche und vorne die Sitzgruppe so ähnlich wie in den anderen Fahrzeugen. Das heißt, wir haben die klassische Zweierndinette und den Tisch. Seit dem Modelljahr 20 und das wird zum Modelljahr 21 beibehalten, haben wir den neuen Tisch mit diesem weggelassenen Teil, dass bei gedrehten Sitzen der Einstieg ins Fahrerhaus einfach deutlich einfacher ist als bei den etwas älteren Tischen. Wenn ich den Alternativtisch bestelle, ich gehe mal davon aus, dass das im kommenden Modell ja auch noch nicht Serie ist, sondern einfach eine Option ist, dann kann ich den Tisch hier rausschwenken und komme auch vom Beifahrersitz hervorragend dran. Wenn ich mich so umschaue, das Interieur ist im Prinzip gleich geblieben. Das heißt, wir haben Calver Apfel. Es wird aber weiterhin die Elegance-Baureihe mit dem gräulichen Holz geben. Das zeigen wir euch gleich in einem anderen Modell. Und das, was wir hier haben, ist der Polsterstoff Limette. So, das klappen wir mal wieder rein. Aber ansonsten haben wir hier im Prinzip die klassische Sitzgruppe, die wir in den anderen Twin-Modellen auch haben. Die spektakulären Neuerungen sind sozusagen auf der anderen Seite. Wir haben hier im Pössl Twin Plus das erste Mal einen komplett neuen Küchenblock. Die meisten Küchen sind ja so leicht schräg mit den 3 Schubladen unten drunter. Wir haben es hier so gelöst, dass der Kühlschrank auf der Stirnseite angeordnet ist. Das kennen wir ja von einigen anderen Modellen schon. Hier aber einfach nochmal eine Nummer größer mit der tollen beidseitig angeschlagenen Tür, dass ich auch von draußen perfekt drankomme und auch einem rausnehmbaren Tiefkühlfach. Das geübte Auge wird sagen, und wie stelle ich den Kühlschrank jetzt an und aus? Der hat doch gar kein Bedienteil. Das finde ich ist ganz pfiffig gelöst. Das ist nämlich hier einfach zur Seite verlegt worden.
dass man die Steuerung des Kühlschranks hier hat, damit vorne die Kühlschrankklappe schön groß sein kann. Insgesamt ist der ganze Küchenblock, hat eigentlich eine komplett neue Formsprache. Dadurch, dass hier der Kühlschrank hinter ist, sind keine Schubladen da. Aber ich finde, es wirkt alles richtig schön mit diesen durchgezogenen Linien. Es gibt so eine ganz klare Linie, die wir in den Two-Win oder in den D-Line-Modellen bisher gar nicht so hatten. Ich bin gespannt, wie groß die Schubladen wirklich sind. So, ich stehe hier verkehrt. Eigentlich würde ich ja da stehen, wo ihr gerade filmt. Einmal die obere Schublade. Die geht auf jeden Fall weiter raus, als meine Beine im Weg sind. Und hier unten, die ist etwas kleiner, weil daneben der Kompressor für den Kühlschrank mit angebracht ist. Das ist übrigens ein gutes Detail. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank serienmäßig. Es werden im kommenden Modell ja in den meisten Fahrzeugen Kompressorkühlschränke serienmäßig verbaut sein. Bei einigen wenigen gibt es noch einen Absauberkühlschrank. Aber wenn man hier zum Beispiel sagt, ich nehme den Kühlschrank, den ich serienmäßig habe, und dazu die Truma Dieselheizung, die ich bei den D-Line-Autos ja bestellen kann, dann kann ich mich damit sehr unabhängig gestalten. Oberhalb der Küche haben wir die beiden Stauschränke. Da sollte alles reinpassen, was man so zu zweit oder als Familie braucht. Und hier auf der Arbeitsfläche ein schönes integriertes Kochfeld. Das Kochfeld selber kennen wir, aber auch hier sind überall kleine Details, sind einfach neue kleine Knöpfe mit dran. Und seit letztem Jahr ja in allen Fahrzeugen serienmäßig die Piezo-Zünder mit dabei. Herzlich willkommen in der Nasszelle vom Pössl Two-Win S Plus. Die kennt ihr im Prinzip aus anderen Videos. Das ist nämlich genau die gleiche Nasszelle wie in dem normalen Two-Win Plus. Das heißt, wir haben kein Raumbad oder kein Schwenkbad, sondern einfach eine klassische Nasszelle mit einer großen Duschwanne, wo ich jetzt meine Füße drauf habe. Und wenn ich in dem Fahrzeug duschen will, dann habe ich hier wirklich noch einen Vorhang, der um mich herum geht. Da aber die wenigsten Leute regelmäßig im Fahrzeug duschen, ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Und für denjenigen, der schwerpunktmäßig Toilette und Waschbecken benutzt, habe ich halt, so wie es hier ist, mehr Bewegungsfreiheit. Wenn man sich anguckt, wie viel Beinfreiheit ich hier vor den Knien habe, obwohl ich schon auf Klo sitze, so viel Großzügigkeit habe ich in den meisten Fahrzeugen nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es im Modelljahr 21 weiterhin eine Option bleibt, das Fenster in der Nasszelle. Serienmäßig wird da oben die Dachhaube sein, die sollte immer mit dabei sein. Aber ich würde auch immer das Fenster hier für mich mitbestellen, weil du dann einfach mit dem Duschschlauch, der hier drin ist, den wunderbar rausschwenken kannst und eigentlich keine Außendusche mehr brauchst. Vom Raum auf Toilette sitze ich hier großzügig, das passt für mich gut, komme überall dran. Und auch wenn ich mich waschen will, komme ich hier perfekt an alles ran, habe genug Platz, habe den Spiegel hier und habe hier oben noch das große Fach hinter dem Spiegel. Ich stehe jetzt etwas gebückt, aber grundsätzlich kann man natürlich auch den Boden hier rausnehmen und darunter, man sieht das ja, die eigentliche Duschwanne ist ungefähr auf dem Niveau da unten. Dann hat man auch volle Stehhöhe. Aber für denjenigen, der auch mal mit Schuhen in die Dusche laufen will, so mache ich die Duschwanne nicht kaputt und kann mich wunderbar auch tagsüber mal eben Hände waschen, Gesicht waschen. Bei der Hitze, die hier ist, könnte ich das gut gebrauchen, aber hier ist leider kein Wasser drin. Das ist das Heckbett vom Two-Win S Plus. Richtig gut ist, wenn alle Türen auf sind, und das ist immer wieder toll an den Kastenwagen, dann haben wir, obwohl es heiß ist, sofortig einen Luftaustausch und ich stehe hier und es ist richtig erfrischend, obwohl wir draußen über 30 Grad haben. Was ich auf Anhieb denke, ist, wie angenehm das ist, wenn hier nichts ist, ins Bett einzusteigen. Ich habe einfach auch für einen breiten Oberkörper hier die totale Bewegungsfreiheit. Es gibt sicher den einen oder anderen, der sagt, oh, Waschbecken so dicht am Bett, das mag ich nicht so sehr, aber für den gibt es ja weiterhin den normalen Two-Win. Und nur um das wieder in Erinnerung zu bringen, der hat hier seinen Schrank und das Waschbecken davor und beim Two-Win R genauso. Und dadurch habt ihr da eine ganz klare Trennung, Wohnen und Schlafen. Beim Two-Win S verschmilzt das alles in einem und dadurch wirkt der Raum insgesamt, finde ich, etwas großzügiger. Das Bett ist ein klassisches Querbett, das dürfte die gleichen Maße wie im normalen Two-Win haben. Was Pössl immer schön löst jetzt in den neuen Modelljahren, wir haben überall in den D-Line-Modellen diese Lichtleisten. Das heißt, ihr könnt die Lesespots einfach nehmen und einhaken, wo ihr wollt. Und dafür gibt es dann zum Beispiel auch USB-Adapter oder so wie wir das hier, da könnt ihr nicht sehen, aber in der Küche haben wir längere Stablampen. Geschlafen wird natürlich quer und das wird so sein, genau wie bei allen anderen Fahrzeugen, dass man die Matratzen rausnehmen kann. Das kannst du hier alles auf der Seite stapeln, mit dem Gurt nach oben sichern und dann hat man hier die volle Durchlademöglichkeit. Ich komme mal kurz zu euch nach hinten rum und dann schauen wir noch mal gemeinsam in den Heckstauraum rein. So, der Heckstauraum hier unten ist im Prinzip ein ganz klassischer D-Line-Stauraum.
Wir haben hier einmal das Bett, das kann ich mal rausnehmen, das ist das Zusatzbett für die Sitzgruppe. Das schmeißen wir mal kurz da oben drauf. Das Holzteil gehört auch noch zu dem Zusatzbett der Sitzgruppe. Aber ihr habt im Prinzip hier auf der Seite Pössl typisch den Frischwassertank und auf der anderen Seite haben wir hier hinten die beiden Gasflaschen. Das werden wir immer mal wieder gefragt. Hier auch praktisch alles von hinten beladen. Da passen natürlich 2x11 Kilo rein und eine Menge anderer Krempel, wie wir hier sehen können. Wobei das natürlich im Urlaub überhaupt nicht erlaubt ist. Und da vorne ist nochmal ein richtiger Stauraum, um den Bereich, der hier vor dem Gaskasten ist, bis vorne nutzen zu können. Der ist nämlich einfach auch noch frei zugänglicher Stauraum. Wie bei allen anderen Autos ist es so, dass auf der Seite, wo ihr wirklich liegt, Lattenrost drunter ist und hier das eher ein normales Brett ist. Damit aber der tote Raum oberhalb des Gaskastens nicht verschenkt wird, sind hier noch kleine Fächer, wo man überall rankommt, zum Beispiel als Revisionsklappe, wenn man mal einen Scheinwerfer dort hinten wechseln will. So, das ist ein Tubin S Plus. Wird das ein Erfolgsmodell? Ich glaube schon. Erfüllt auf jeden Fall die Lücke im Modell oder in dem Bereich der Plus-Modelle, dass man bei den D-Line-Fahrzeugen einen richtig schönen Blick hat. Guck mal, du kannst von hier bis nach vorne gucken und das finde ich schon charmant. Dadurch wirkt ein kleines Auto einfach wahnsinnig groß. Ich könnte mir vorstellen, dass der euch richtig gut gefällt. Ich bin gespannt, wann wir die ersten Fahrzeuge bei uns in Stowe haben. Da solltet ihr dann mal gucken kommen, ob euch das gefällt. Und sobald der erste Wagen da ist, werden wir nochmal die genauen Maße vom Bett, von der Nasszelle, Stehhöhe und alles so, wie ihr das von unseren Videos inzwischen kennt und gewohnt seid, nehmen. Dann dürfen wir das nämlich auch. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit den weiteren Videos und wir sehen uns gleich im nächsten Video.